natürlich, ja. Ja, das ist fertig, ja. Oder sogar fertig. Die Hitze ist nur Der letzte Auftritt. Einer links, einer rechts von der Kamera. Entschuldigung. Martin.
Okay, wo bist du? Passt. Da können wir auch. Jetzt ist mit uns ein Bühnen machen, oder was? Super, der ist super Spaß. An Scheinhöhen kannst du mal vorher drauf holen. Nein, na sicher. Man kann ja eine. Ja. Ja, ja. Mjuno koja je sjaz vikend. Sein, dass die vielleicht auch noch das Taliban
Wo ist der Auftritt? Wo sind die? Ja, danke für den Tipp. Die letzte besser als ich weiß. Ja, recht ruhig. Jawohl. Sprechstruhe, 1 zu. 1 zu. Warte. Nein, gut. 5. Zug muss auch noch was werden. Ja, wird schon besser. Sonst haben wir ein Megafon, oder? Okay, passt. Oh, noch nicht auf der Schwingen. Ohne? Sprechstruhe, 1 zu, 1 zu. 1 zu. Sobald es aufgeschlossen haben, muss man gleich marschieren. Marschiert schon.
5. Marschblock auf mein Kommando. Vorne halten, links herstellen. Mikrofon aufdrehen vielleicht. Vierter Marschblock auf mein Kommando. Vorne halten, links herstellen.
Dritter Marschblock auf mein Kommando. Vorne halten, links herstellen. Zweiter Marschblock auf mein Kommando. Vorne halten, links herstellen.
Erster Marschblock auf mein Kommando. Vorne halten, links herstellen. Begrüßen Sie mit mir mit einem kräftigen Applaus die Siegergruppenkommandanten. Siegergruppenkommandanten auf mein Kommando. Vorne halten, links herstellen. Siegergruppenkommandanten, Bewerbsgruppen und Bewerter. Ich spreche Sie an als das Ganze. Das Ganze. Hauptacht zur Meldung an den Landesfeuerwehrkommandanten Dietmar Pfarrer-Fellner. Das Ganze rechts. Schott. Herr Landesbranddirektor, Bewerbsleiter, Landesfeuerwehrrat Weiß meldet Siegergruppenkommandanten, Bewerbsgruppen und Bewerter zur Siegerverkündung der 69. Niederösterreichischen Landesfeuerwehrleistungsbewerbe hier in Traisen angetreten. Danke. Ruhen lassen und heute aufgrund der Witterung das Kommando freizustellen. Helm ab oder Helm auf. Wer noch einen Sonnenschutz haben will, soll ihn auflassen und erst wieder bei der Einholung der Bewerbsflagge dann den Befehl geben zum Helm auf. Ruhen lassen. Jawohl, auf der Acht ruhen lassen und auf Wunsch Helm ab.
Das Ganze halb ab. Das Ganze ruht auf Wunsch, wer will, Helm ab. Geschätzte Bewerbsteilnehmerinnen und Bewerbsteilnehmer, lieber bewährter Stab, geschätzte Ehrengäste, Feuerwehrfunktionäre im und außer Dienst, geschätzte Damen und Herren. Die 69. niederösterreichischen Landesleistungsbewerbe sind am Höhepunkt bei der Siegerverkündung hier in Traisen am Sportplatz. Wir haben uns heute vereinbart, dass die Begrüßung und die Siegerehrung so kurz als möglich im Interesse von euch durchführen werden. Somit darf ich stellvertretend für alle gesetzgebenden Körperschaften, für die hohe Politik, Beamtenschaft des Bundes und des Landes, sowie die Vertreter der befreundeten Organisationen und die Sponsoren, vor allem in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, den Stellvertreter Dr. Stefan Bärenkopf recht herzlich bei unseren Feuerwehren begrüßen. Ich möchte mich heute bedanken für die tolle Organisation, die Durchführung bei allen Feuerwehren im Bezirk Lilienfeld, vor allem bei dir, Toni Weiß, nicht nur als Bewerbsleiter, sondern auch als Hauptorganisator. Du und dein Team, gemeinsam mit den Sonderdiensten, mit den Mitarbeitern des Landesfeuerwehrkommandos, des Feuerwehrsicherheitszentrums. Ich glaube, ihr habt ganze Arbeit geleistet und dafür möchte ich euch stellvertretend für alle, die heute hier sind, 11.903, recht herzlich Danke sagen. Bei euch, geschätzte Feuerwehrmitglieder, darf ich mich als Landeskommandant bedanken für die Disziplin, für die vielen, vielen Stunden, für den Bewerb und für den Einsatz. Ihr seid diejenigen, die nicht fragen, was bekomme ich dafür, und ihr seid diejenigen, die Tag und Nacht für unsere Bevölkerung in Niederösterreich da ist. Ich danke euch dafür und möchte euch eines sagen. Ich bin sehr, sehr stolz, euer Landesfeuerwehrkommandant sein zu dürfen. Gut mehr! Stellvertreter der Landeshauptfrau, ich bitte um deine Grußadresse. Vielen herzlichen Dank, geschätzter Herr Landesfeuerwehrkommandant, geschätzte Ehrengäste, liebe Kameraden und Kameradinnen. Heute ist ein heißer Tag. Euch ist es nie so heiß, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen. Ich sage euch daher im Namen unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und in meinem ganz persönlichen Namen, aus meiner inneren Überzeugung, Dankeschön, dass es gibt. Wir brauchen euch auch weiterhin in Niederösterreich. Ihr könnt auf unsere Unterstützung zählen. Wir sind stolz auf euch. Liebe Kameraden, ich wünsche euch alles Gute, sage einen schönen Dank. Einen schönen Dank vor allem dem Toni Weiß und den 24 veranstalteten Feuerwehren. Es waren tolle Bewerbe. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Wünsche ich alles Gute, Gottes Segen. Ich bin froh, dass es euch gibt. Ohne euch wäre Niederösterreich nicht das, was es heute ist. Das schönste Land auf dieser Welt. Danke und gut werden. Herr Bewerbsleiter, mit der Siegerverkündung beginnen. Siegergruppenkommandanten, Helm auf. Siegerverkündung der 69. niederösterreichischen Landesfeuerwehrleistungsbewerbe. Folgende Landessieger erhalten Erinnerungsplaketten. Die drei Besten beim 62. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold 2019. Den dritten Platz erreichte Brandmeister Hubert Böhm von der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbach. Den zweiten Platz erreichte Hauptfeuermann Andreas Osabal von der Feuerwehr Niederabsdorf. Und Sieger Löschmeister Oliver Stockinger von der Freiwilligen Feuerwehr Deutsch-Wagram erhält einen Ehrenpreis, Landeshauptfrau Stellvertreter Dr. Stefan Bärenkopf. Die drei Besten beim 20. Bewerb um das niederösterreichische Feuerwehr Funkleistungsabzeichen 2019. Den dritten Platz
erreichte Oberfeuerwehrmann Caroline Scheider von der Freiwilligen Feuerwehr Lengenfeld. Den zweiten Platz erreichte Hauptbrandinspektor Lukas Schöler von der Freiwilligen Feuerwehr Gottsdorf. Und Sieger wurde Feuerwehrmann Anja Briegesbauer von der Freiwilligen Feuerwehr Albrechts. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber Klasse A. Den 15. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Gleichenbach 1 mit 407,87 Punkten. Den Ehrenpreis von der Firma Trost. Den 14. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Oberkreuzstetten 3 mit 408,04 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Bungee Jumping Robert Hirmer. Den 13. Platz erreichte die Bewerbsgruppe St. Veit 1 mit 408,14 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Bauer Event Stadl Traisen. 12. Platz Kotting-Neusiedl 1 mit 408,42 Punkten. Erhält einen Ehrenpreis von Hauptbrandinspektor Franz Meyerhofer. Den 11. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Niederabsdorf 1 mit 408,56 Punkten. Erhält einen Ehrenpreis von Abstandsbrandinspektor Richard Hinteregger. Den 10. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Penk Altendorf mit 408,65 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bezirksfeuerwehrjurist Dr. Peter Eigenthaler. Und den 9. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Großharras 1 mit 411,1 Punkten. Den 8. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Kürnberg 2 mit 411,10 Punkten. Den 7. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Lichteneck mit 411,62 Punkten. Den 6. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Zwentendorf 1 mit 411,78 Punkten. Den 5. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Bischofstetten 2 mit 412,10 Punkten. Und den 3. Platz, ich berichtige, den 4. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Sening 1 mit 412,40 Punkten. Und den 3. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Pellendorf mit 412,79 Punkten. Folgende Pokalspender: Gerhard Somberger, Ernst Hofstetter, Christian Angerer, Georg Schröder und Roman Tennemeyer sowie Ehrenpreis von Alois Zausinger und von Landesfeuerwehrrat Toni Weiß. Erste Reihe auf mein Kommando. Erste Reihe rechts um. Im Schritt, Marsch. So, den 2. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Ining 1 mit 413,16 Punkten. Sie erhielt einen Ehrenpreis von Vizepräsident Armin Blutsch und einen Wanderpreis St. Florian. Und Sieger die Bewerbsgruppe Grenzstetten 2 mit 414,77 Punkten. Sie erhält einen Ehrenpreis von Landesbranddirektor Dietmar Pfarrer-Fellner und einen Wanderpreis Kloster St. Florian. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber Klasse A Damen. Den 1. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Kotting-Neusiedl 4 mit 382,5 Punkten. Einen Ehrenpreis von Bürgermeisterin Gertrud Steinacher. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze Klasse A. Den 15. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Merkenbrechts mit 413,37 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Firma Schmiedschraufen. Den 14. Platz Bewerbsgruppe Schlag mit 413,79 Punkten
einen Ehrenpreis von Janisch GmbH. Den 13. Platz erreicht die Bewerbsgruppe Großharras 1 mit 413,86 Punkten. Einen Ehrenpreis von der Firma Luxbau. Den 12. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Alberndorf mit 414,08 Punkten. Ein Ehrenpreis von Traisen GmbH. Den 11. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Scheideldorf mit 414,29 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Firma Hörmann. Den 10. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Palterndorf mit 414,30 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Firma RTA GmbH. Den 9. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Wismar mit 415,45 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Prefer Aluminiumprodukte. Und den 8. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Großau mit 415,57 Punkten. Erhält einen Ehrenpreis von der Media Vision. Den 7. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Zwentendorf 1 mit 415,81 Punkten. Ein Ehrenpreis von der NÜN. Den 6. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Pellendorf mit 416,26 Punkten. Ein Ehrenpreis von der NV-Siegerehrung. Den 5. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Talan 1 mit 416,81 Punkten. Ein Ehrenpreis von der EVN. Den 4. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Münchendorf 1 mit 417,49 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Braunion und Wanderpreis Strahlrohr. Den 3. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Kohlenbrunn 1 mit 417,98 Punkten. Hält einen Ehrenpreis der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG und einen Wanderpreis Feuerwehrhelm. Den 2. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Ining 1 mit 418,26 Punkten. Mit einem Ehrenpreis von der Strabag und einen Wanderpreis St. Florian. Und Sieger die Bewerbsgruppe Bischofstetten 2 mit 418,85 Punkten. Sie erhält einen Ehrenpreis von der Bezirkshauptstadt Linnenfeld und einen Wanderpreis Großer St. Florian. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze Klasse A Damen. Den 1. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Großharras 2 mit 395,18 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Frau Bürgermeister Petra C. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber Klasse B. Den 10. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Weigelsdorf 2 mit 415,52 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Gemeinde Annaberg. Den 9. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Neukirchen an der Wild mit 415,64 Punkten. Ein Ehrenpreis der Gemeinde Mitterbach. Den 8. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Brunwiesen 2 mit 416,58 Punkten. Ein Ehrenpreis der Gemeinde Ramsau. Den 7. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Hubleden 2 mit 417,91 Punkten. Ein Ehrenpreis der Stadtgemeinde Heinfeld. Den 6. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Eichhorn 3 mit 421,54 Punkten. Sie erhält den Ehrenpreis der Gemeinde Türnitz.
Den 5. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Kirnberg 3 mit 422,79 Punkten. Den Ehrenpreis von Bürgermeister Michael Wurmetsberger. Den 4. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Grimmenstein-Kirchau 2 mit 423,17 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. Den 3. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Etzen mit 423,22 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Johann Gastecker und einen Wanderpreis Feuerwehrhelm. So, den 2. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Oberkreuzstetten 1 mit 424,15 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Karl Bader und einen Wanderpreis St. Florian. Erster Platz, Bewerbsgruppe Kotting-Neusiedl 2 mit 424,67 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Herbert Dumser und der Wanderpreis Kloster St. Florian. Bewerb um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze Klasse B. Den 10. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Moneholz mit 422,21 Punkten. Ein Ehrenpreis von Direktor Richard Friewald. Den 9. Platz, die Bewerbsgruppe Weigelsdorf 2 mit 423,32 Punkten. Ehrenpreis der Gemeinde Annaberg. Den 8. Platz, die Bewerbsgruppe Großrheinbrechts 1 mit 424,47 Punkten. Ein Ehrenpreis Bürgermeister Karl Osemüller. Den 7. Platz, die Bewerbsgruppe Maltern 3 mit 426,19 Punkten. Ein Ehrenpreis von der Bürgermeisterin Petra C. Den 6. Platz, die Bewerbsgruppe Neukirchen an der Wild mit 426,25 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Alfred Hinteregger. Den 5. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Etzen mit 427,8 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Michael Wurmetsberger. Den 4. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Hubleden 2 mit 429,55 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Alois Kaiser. Den 3. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Kirnberg 3 mit 429,84 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeister Karl Osemüller und ein Wanderpreis Feuerwehrhelm. 2. Platz, Thalan 2 mit 431,19 Punkten. Ein Ehrenpreis von Bürgermeisterin Gertrud Steinacher und Wanderpreis St. Florian. Und Sieger, die Bewerbsgruppe Kotting-Neusiedl 2 mit 431,97 Punkten. Sie erhält einen Ehrenpreis vom Bundesrat Bürgermeister Karl Bader und Wanderpreis Kloster St. Florian. Bewerb Bronze A-Gäste. Den Platz 1 erreichte die Bewerbsgruppe Hamming mit 407,18 Punkten. Den Ehrenpreis beim Freiheitlichen Club im Land Niederösterreich. Gäste Silber A, den 1. Platz erreichte die Bewerbsgruppe Schwenzeck-Zeter mit 411,32 Punkten, ein Ehrenpreis vom Club der Sozialisten Landtagsabgeordneten.
und für die veranstaltende Feuerwehr mit einem großen Dank seitens von meiner Person. Die Freiwillige Feuerwehr Traisen hält einen Ehrenpreis von Landeshauptfrau Magister Johann Mikl-Leitner. So, zur Info an alle Bewerbsgruppen. Indem mein Stellvertreter heute seinen letzten Bewerb hat, darf ich ihm das Mikrofon übergeben und den Abschluss durchzuführen. Bewerbsgruppen L auf. Das Ganze hat zur Meldung an den Landesfeuerwehrkommandanten, Landesbranddirektor Dieter Dahl-Farner-Fellner. Das Ganze rechts, Schott. Der Landesfeuerwehrkommandant, Bewerbsleiter Stellvertreter Geiter meldet, Siegerehrung beendet, er bitte weitere Befehle an. Herr Bewerbsleiter Stellvertreter, ich danke dir für die jahrzehntelange Arbeit für unsere Bewerbsgruppen und den Befehl, die Bewerbsfahne einholen, die Landeshymne abspielen und die Defilierung durchführen. Bewerbsfahne einholen, Landeshymne, Defilierung durchführen. Habt zur Flaggeneinholung. Das Ganze rechts, Stopp. Bewerbsfahne einholen. Fahnenkommando eintreten.
folgt die niederösterreichische Landeshymne. Fünfter Marschblock. Ich wiederhole, nur der fünfte Marschblock. Rechts um zur Defilierung. Im Schritt Marsch. Nein, das geht nicht. Unten von vorne. Wie gesagt, das ist nicht. Eine Vielzahl von Ehrengästen hat ihre Verbundenheit und Anerkennung mit den niederösterreichischen Feuerwehren durch ihre Teilnahme an der Siegerverkündung der 69. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe zum Ausdruck gebracht. Ich darf Ihnen namens des Landesfeuerwehrverbandes danken auf persönliche Erwähnung in Vertretung der Landeshauptfrau Johanna Mittelleiter, Landeshauptfrau Stellvertreter Dr. Stefan Bernkopf, Landesrat Gottfried Waldhäusl, Abgeordnete zum Nationalrat Renate Gruber, Bundesrat Karl Bader, der ab Mitternacht den Vorsitz im Bundesrat als Clubobmann, Landtagsabgeordneter Reinhard Hunzmüller, unser Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Pfarrer-Fellner, vom Amt der niederösterreichischen Landesregierung den Leiter der Abteilung Feuerwehr und Katastrophenschutz, wirklicher Hofrat Dr. Bernhard Schlichtinger, für die Funktionäre des Landesfeuerwehrverbandes darf ich sehr herzlich danken, Feuerwehrvizepräsident des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, Landesfeuerwehrkommandant Stellvertreter Armin Plutsch. Für das Militärkommando Niederösterreich, den stellvertretenden Militärkommandanten Oberst Michael Lippert. Den Vierter Marschblock. Ich wiederhole, nur der vierte Marschblock. Rechts um zur Defilierung. Im Schritt Marsch. Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Landespolizeidirektor, Stellvertreter Generalmajor Franz Bock. Sehr herzlich danken darf ich auch der Hohen Geistlichkeit, Landesfeuerwehrkurat Pater Magister Stefan Holpfer. Für das Rote Kreuz den Bereich Rettungskommandanten Michael Weismann.
für alle Ehrendienstgrade des Landesfeuerwehrverbandes, Ehrenlandesbranddirektor, Stellvertreter, Ingenieur Herbert Schander. Ein ganz besonderes Dankeschön gilt dem Bewerbsleiter Landesfeuerwehrrat Anton Weiß und dem Bewerterteam und allen 24 die 69. Landesfeuerwehrleistungsbewerbe ausrichtenden Feuerwehren des Bezirkes Lilienfeld. Und in diesem Zusammenhang auch ein herzliches Dankeschön dem Bezirkshauptmann von Lilienfeld, Magister Franz Kemmetmüller, auch dem Hausherrn, dem Bürgermeister der Marktgemeinde Traisen, Herbert Dunzer, sowie den Damen und Herren des Gemeinderates gilt ein aufrichtiges Dankeschön. Sehr herzlich danke ich auch für die Teilnahme von Gästen aus Deutschland, angeführt vom Bürgermeister von Hohenberg an der Ecker, Jürgen Hoffmann, bedanken. Auch dem neuen Leiter des NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum, Brandrat Willi Konrad und Oberbrandrat Ingenieur Franz Schuster. Ein herzliches Dankeschön, verbunden mit der Bitte um eine positive Berichterstattung den Damen und Herren der Presse und natürlich auch den Sponsoren, die also diese Veranstaltung in diesem Umfang erst möglich gemacht haben. Auch ein herzlicher Dank gilt den beiden Musikkapellen für die musikalische Umrahmung der Siegerverkündung der 69. Niederösterreichischen Leistungsbewerbe. Die niederösterreichischen Landesfeuerwehrleistungsbewerbe haben nunmehr einen würdigen Abschluss mit der Siegerverkündung gefunden. Auch allen Damen und Herren danken, die trotz der sommerlichen Hitze es nicht gescheut haben, daran teilzunehmen, und darf Sie schon jetzt einladen zu den 70. niederösterreichischen Landesfeuerwehrleistungsbewerben in Sickartskirchen im Bezirk Tulln. Linker Marschblock, ich wiederhole, nur der dritte Marschblock. Rechts up, zur Defilierung, im Schritt, Marsch.
Treten so bleiben, kurz treten. Zweiter Marschblock. Ich wiederhole, nur der zweite Marschblock. Rechts und zur Defilierung. Im Schritt, Marsch. Ah, da halt schon. Bleib von der Farbe. Erster Marschblock. Rechts und zur Defilierung. Im Schritt, Marsch.
einmal. Als letzter Teilmarschblock definieren nun die Siegergruppen. Wir bitten um einen kräftigen Applaus.
Ja, das glaube ich auch.